Hallo ihr lieben Leute, heute möchte ich mal auf Textil drucken. Das habe ich bisher nur zweimal gemacht. Dazu habe ich mein Logo auf ein 55T Gewebe belichtet. Und das will ich jetzt auf diese Beutel drucken. Und nicht nur auf die, sondern auch auf ein paar T-Shirts. Zum Beispiel das, was ich gerade trage. Ich habe vor, das in Schwarz zu drucken, in Neon Pink und in Weiß. Dazu gibt es noch einen Schluck Kaltfixierer und den Rollkleber. Okay. Die erkläre ich später noch. Ich habe hier zwei verschiedene Druckplatten. Die kleine nehme ich für die Beutel und für die Shirts die große hier. An der Maschine und am Sieb habe ich einen 3 mm Absprung eingestellt. Manche drucken ganz ohne und bekommen trotzdem perfekte Ergebnisse hin. Keine Ahnung, ich probiere es heute einfach mal mit. Warum der Rollkleber Rollkleber heißt, weiß ich nicht. Vielleicht muss man ihn mit einer Rolle auftragen? Frag mal Justus Jonas. Ich verteile den jetzt einfach mal mit einem Holzspatel. Auf jeden Fall ist das eine gute Alternative zum Sprühkleber. Ich mische der wasserbasierten Farbe Kaltfixierer bei. So spart man sich die Hitzefixierung mit Heißluftpistole, Bügeleisen oder Presse komplett. Die bedruckten Kleidungsstücke einfach 72 Stunden liegen lassen, dann sind sie waschfest. Der Nachteil: die Reste dürfen nicht zurück in den Farbtopf und werden schnell unbrauchbar. Also besser nur so viel anrühren, wie man braucht und zügig drucken. Und gut umrühren nicht vergessen. Die Platte ist mittlerweile auch schön klebrig und es kann losgehen. Beim Aufziehen des Shirts muss ich darauf achten, dass es wirklich mittig liegt und das Motiv an der richtigen Stelle sitzt. Es sollte etwa 3 Finger breit unter dem Ausschnitt anfangen. So habe ich das jedenfalls mal gehört. Rakelstärke mittelhart, 70 Schore. Ich glaube, das ist okay. Ja, ein bisschen aufgeregt bin ich jetzt schon. Ich flute erstmal das Sieb und dann rakel ich die Farbe durch. Die letzten 1-2 Male, wo ich auf Textil gedruckt hatte, war schwierig. Also da hatte ich ziemlich viele Probleme. So, jetzt nochmal fluten. Hä? Ich habe Glück und irgendwie ist es gleich beim ersten Mal gut geworden. Also ich finde, es sieht echt gut aus. Schwarz auf schwarz zu drucken hat mich auch positiv überrascht. Das Motiv ist dann halt nicht so aufdringlich, eher subtil, aber es ist dennoch da. Das sind hier übrigens alles alte Shirts von mir oder welche aus dem Secondhand. Pretty in Pink. Hier rakel ich zweimal hintereinander, weil ich die Hoffnung habe, dass so die Deckkraft etwas höher ist bei dem doch recht dünnflüssigen Pink. Aber ob das wirklich stimmt, weiß ich gar nicht. Das habe ich wie so oft wieder mal irgendwo gesehen oder gehört. Dieses T-Shirt hatte ich vor ein paar Monaten mal mit einem weißen Chamäleon bedruckt, also weiß auf weiß. Und mit dem Pink jetzt hier darüber entsteht eine ganz coole Hintergrundstruktur, wie ihr jetzt gleich seht. Und das gefällt mir richtig gut. Hier wollte ich noch hinten das Motiv in Pink drucken, aber das Shirt ist doch sehr labberig und ich habe es nicht so richtig positioniert bekommen, dass es mittig ist. Und am Ende ist das Motiv dann doch sehr weit unten gelandet. Lecker. Yum yum. Die Shirts abzuziehen fällt mir auch noch nicht so leicht. Hier hinten hängt das Motiv definitiv zu weit unten. Jetzt kommt das nächste Level, weiß auf schwarz drucken. Die Farbe hat viel mehr Pigmente und ist deswegen auch zähflüssiger.
Weiße Farbe auf dunklem Textil deckt oft nicht beim ersten Druckdurchgang vollständig. Daher werde ich sie jetzt kurz mit der Heißluftpistole antrocknen und dann nochmal mit Farbe rüberrakeln. Dabei sollte die erste Schicht nicht ganz trocken sein, sondern noch so leicht klebrig, also am Finger sollte nichts mehr hängen bleiben. Ansonsten kann es nämlich sein, dass die zweite Schicht sich nicht mit der ersten verbinden kann. Optisch sieht es erstmal gut aus. Ob es auch wirklich gut gelungen ist, werde ich dann sehen, wenn ich das T-Shirt ein paar Mal gewaschen habe. Damit die Farbe nicht eintrocknet, sprühe ich noch etwas Wasser rauf, da ich jetzt eine Aktion mache, die wahrscheinlich so nicht im Lehrbuch steht. Ich will ja das Logo auf meine Beutel drucken, aber dazu muss ich die Platte schnell austauschen und das Sieb einmal drehen. Aber ich will nicht extra das Sieb nochmal sauber machen, sondern die Farbe, die schon drauf ist, gleich weiter benutzen. Ich hatte im Vorfeld schon getestet, wo in etwa die Platte hingeschoben werden muss, damit das Motiv dann auch wirklich dahin kommt, wo dann die Beutel sind. Damit alles richtig herum ist, muss ich auch nochmal das Sieb drehen. Also richtig unprofessionell. Der Kleber ist natürlich auch schon drauf. Was mir gerade auffällt, die Platte für die Beutel hätte ich besser andersherum auf die Maschine ziehen sollen, dann hätte das Überstülpen und Positionieren besser funktioniert. Naja. Nur zur Klarstellung, das sind keine grauen Haare. Das ist jetzt zwar ein hellerer Stoff, aber ich mache das trotzdem mit der Zwischentrocknung, auch zum Üben. Sweet. Dann habe ich noch spontan meine Homie Chill Hose bedruckt an den Hosenbeinen. Eine Seite leider falsch rum. Jetzt habe ich auf jeden Fall genug Beutel und Shirts, wo mein Logo drauf ist und brauche auch erstmal kein weiteres Branding, denke ich mal. Das war ja auch vor allem zum Üben und ich muss sagen, es hat diesmal wirklich super geklappt und jetzt muss ich nur noch sauber machen.